Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir eine neue Quizshow und die trägt den Namen Betscher. Und das Spielprinzip ist relativ simpel, ich glaube, ihr werdet das gleich schon verstehen. Und wir fangen an mit der ersten Runde und die erste Runde ist Filme mit einem Einspielergebnis über 1 Milliarde US-Dollar. Wie bitte? Und ja. Wie viel? Über 1 Milliarde US-Dollar. Es gibt insgesamt 53. Und das heißt, ihr müsst jetzt bieten, wie viele ihr glaubt, dass ihr davon nennen könnt. Was? Nochmal die Frage bitte. Filme mit einem Einspielergebnis von über 1 Milliarde US-Dollar. Okay. Und Blondie fängt an mit dem ersten Gebot. Da muss man auch ganz genau sein, ne? Mit den Titeln wahrscheinlich von den Filmen. Also ich muss den Film erkennen können. Was ist, wenn ich eine Trilogie zum Beispiel nenne? Dann musst du mir sagen, welchen Welcher Film Teil? davon du meinst. Aber du musst jetzt nicht unbedingt den kompletten Namen nennen. Wenn du zum Beispiel die Nummer sagst, aber die Nummer ist gar nicht im Titel, dann ist das trotzdem okay. Wie? Hä? Also wenn der Film so einen Titel hat, aber zum Beispiel das ist der dritte Teil, aber es steht nicht 3 im Titel. Ach so. So, Okay. wenn du dann die Filmreihe und dritter Teil sagst, dann lasse ich das auch gelten. Ich muss halt nur klar erkennen können, welchen Film du meinst. Okay. Okay. Ey, bietest du mehr? Ich muss überlegen, welchen Okay, das wird eine kurze Runde. Jetzt muss ich überlegen, welchen Film Du musst ich mir sehr sicher bin. einen Film musst du nennen. Nur einen einzigen. Und du gewinnst die Runde. Ich habe jetzt richtig Angst, dass ich damit richtig falsch liege, weil der Film läuft noch in den Kinos. Barbie, der neue Film. Das ist richtig. Boah, ich hatte so Angst, das zu nennen, weil ich echt... Was ist mit, wie heißt das? Oppenheimer. Ist der auch dabei? Oppenheimer ist tatsächlich nicht dabei. Boah, den hättest du Barbie auch. ist auf Platz 20. Oh, was ist auf Platz 1? An der Stelle habe ich die Antworten dann nach und nach aufgedeckt, aber das überspringe ich einfach mal und zeige euch einfach direkt die komplette Liste, weil mir ist bewusst, dass YouTube-Zuschauer heutzutage maximal die Aufmerksamkeitsspanne eines TikTok-Videos haben. Also, wenn ihr euch die angucken wollt, dann pausiert das Video einfach. Und wir gehen zur nächsten Runde. Ich habe so viele Filme davon nicht genannt, ne? Also Marvel war mir klar, dass da auch viel bei sein wird. Ja, krass. Boah, ich wollte eben richtig selbstbewusst mit 3 starten und da dachte ich, warum bist du so dumm? Starte einfach mit einer 1 vielleicht. Hast ja Glück und ich hatte Glück, weil ich glaube, ich weiß nicht, was ich bei 3 Titeln gesagt hätte. Also da sind auch einige dabei, die haben mich auf jeden Fall überrascht. Aber ich war bei ein paar davon im Kino. Ich habe die Hälfte gar nicht mal geguckt. Ja, das stimmt auch. Das habe ich auch nicht. Okay, dann gehen wir in Runde 2 und für Runde 2 müssen wir einmal die Location wechseln. Hilfe, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. So, willkommen zu Runde 2. Und es geht jetzt darum, ihr habt da eine Linie auf dem Boden und die dürft ihr gleich nicht übertreten. Und euer Ziel ist es, einen Tischtennisball von hinter dieser Linie in diese Schüssel zu werfen. Okay. Und ihr müsst jetzt bieten, wie viele Versuche ihr glaubt, in denen ihr die ihr braucht, um es zu schaffen. Das heißt, ihr müsst jetzt niedriger bieten statt höher. Zu eurer Information, die Schüssel ist ungefähr 4 Meter entfernt. Und ich habe es ausprobiert und es ist schwieriger, als es aussieht. Also bietet lieber nicht zu niedrig. Und Piefs fängt an, weil Blondie eben angefangen hat mit dem ersten Boot. 11, okay. 10. Okay, das heißt, Blondie hat 10 Versuche, um es zu schaffen. Wie du wirfst, ist egal. Überhand, Unterhand, Mittitschen, direkt ist egal. Hauptsache, der Ball liegt am Ende drin. Er muss drin liegen bleiben. Wenn er wieder rausfliegt, zählt es nicht. Okay. Habe ich einen Probewurf? Nee, ne? Nein. Das war der erste Versuch. Oh, nee, das ist so viel Glück, das ist nicht mal viel Können dabei. Oh, ja, gut. Das war dann einer.
Das war der dritte. Oh, der war nicht Ja, schlecht. das ist doch dumm, ne? 4. Oh, der hat getroffen, aber er ist nicht drin geblieben. 5. Oh, strong. Im 6. Versuch. Das ist ein Punkt für Blondie. So, Welcome Nummer back on the sofa. Runde Nummer 3. Und jetzt geht es darum, europäische Städte zu nehmen mit über 1 Million Einwohnern. Es gibt insgesamt 34. Europäische Städte. Ja, auf dem Kontinent Europa. Und Blondie hat das erste Gebot. 1. Du willst mir jetzt erzählen, du kannst keine 2 stellen? Nein. Okay. Oh, Ich bin schlecht ich habe in voll sowas. Vertrauen in dich. Wir haben, glaube ich, allein schon bestimmt 3 oder 4 in Deutschland, würde ich behaupten. Dazu sage ich jetzt Obwohl, nichts, nee, aber würde ich wäre doch nicht möglich. behaupten. Doch, würde ich behaupten. Du musst nur an die Großstädte hier in Deutschland denken. Ich glaube, damit. Okay. 2. Ja, nee, mach ich nicht weiter. Also das ist echt gar nicht so schwer. Nee, ich glaube, ich kann auch mehr, aber. 2 schaffst du auf ich jeden finde, Fall. Ich sollte mal zeigen, was du so kannst. Berlin? Das ist korrekt. Guck, gar nicht mal so Berlin schwer. ist auf der 5. Eine weitere brauchst du noch, dann hast du den Punkt. Hamburg? Hamburg ist auch dabei. Guck. Hamburg ist auf der 14. Damit hast du einen Punkt. Damit steht es Also jetzt ich möchte jetzt mal. 2:1 für Blondie. Ja. Ich möchte mal so blind reinrufen. Ich glaube, dass auf jeden Fall Köln noch dabei ist. Köln ist dabei, ja, Dann auf der, Europäische, ne? europäische, auf der 30. 30, okay, krass. Dann würde ich noch sagen Frankfurt. Frankfurt ist, gehe ich mal davon aus, auch dabei. Ich suche es gerade. Nee, Frankfurt ist tatsächlich nicht dabei. Krass. Europäisch, ne? Rijeka? Bitte? Rijeka? In Kroatien? Nein. Krass. Okay. Amsterdam. Amsterdam tatsächlich auch nicht. Ah. Ja, auch hier wieder, wie vorhin, die Antworten für euch. Und dann gehen wir zur nächsten Runde. 2:1 steht es für Blondie. Und damit gehen wir in Runde Nummer 4. Und in Runde Nummer 4 haben wir wieder eine Aktivitätrunde. Dafür können wir aber diesmal hier bleiben. Danke. Es geht jetzt nämlich darum, möglichst viele sich innerhalb von 1 Minute möglichst viele Nachkommastellen von Pi zu merken. Das Wie viel? In welcher Zeit? 1 Minute. Das heißt, ihr bietet jetzt, wie viele Nachkommastellen ihr glaubt, ihr euch merken zu können. Und ich werde dann auf dem Fernseher diese Anzahl an Nachkommastellen einblenden. Und ihr habt 1 Minute Zeit, euch die anzugucken und zu merken. Nach 1 Minute blende ich das wieder aus und dann müsst ihr fehlerfrei die Nachkommastellen aufsagen. Aber nur die Nachkommastellen auch, ne? Davor kommt logischerweise 3, aber Aber die müsst ihr man nicht muss sich auf unbedingt. das Wesentliche konzentrieren. Ja, dann Und kommt da bringen ein 3, was durch den Dann konzentriere dich auf das Wesentliche, ist okay. Und das heißt, ihr müsst jetzt bieten, wie viele ihr glaubt, die ihr schafft. Und immer abwechseln, das heißt, Peace fängt an mit dem ersten Gebot. 1. 2. 2. 2. In 1 Minute Nein. kannst du dir nicht Nein. 3 Nachkommastellen. Also ich will jetzt nichts sagen, aber die ersten 2 kann ich auch so auswendig. Aber doch klar, du kriegst es doch Nein. gemerkt. Guck mal, du kannst ja 1 Minute lang diese Nachkommastellen angucken. Komm, dann poker ich trotzdem mehr, weil sonst ist es dann langweilig. 10. 10. Okay. Dann mache ich mal eben hier. Das habe ich natürlich professionell vorbereitet und mache jetzt nicht spontan in Photoshop. 1 Minute Zeit habe ich, gell? 1 Minute Zeit hast du. Okay. So. Dennis, wie viel hättest du getippt für dich? Oh. Also ich denke mal, so 6, 7 hätte ich auf jeden Fall geschafft. Keine 10, das sind Zahlen einfach. Also hätte ich auf jeden Fall geschafft. So danach hätte ich überlegt, okay, schaffe ich das. So, ich denke bis so 10, 12 wäre ich auf jeden Fall mitgegangen. Habe ich jetzt ein falsches Verständnis oder bin ich einfach nur...
dumm. Eine Minute ist natürlich auch schon viel Zeit, Ja, ne? eben, deswegen, das denke ich halt auch. Ist natürlich auch die Frage, wie gut man sich so Sachen eigentlich. Mag ich nicht so gerne auswendig lernen, aber das ist ja auch nicht auswendig lernen, das muss man ja nur einmal kurz sagen. Das ist korrekt. Du musst es dir nur für die Zeit merken, die du brauchst, um es zu sagen im Prinzip. Wäre die Aufgabe so gewesen, dass du die zeigst, dann wäre eine Aufgabe dazwischen und dann müsste man die sagen. Dann hätte ich auch keine 10 gesagt. Hätte ich vielleicht 5 gesagt. So. So. Und. Bitte. Sind das schon die 10? Ja. Okay, ich wollte schon abzählen, wie viel ich mir merken muss. Scheiße, das ist glaube ich schwieriger als ich dachte. Ach du Heiland, ich krieg das glaube ich nicht hin. Hey! Das waren die. Das war die Zeit. Und du darfst anfangen, wann du willst. 141 5926. Wie viel sind das? Das waren 7 Stück. 593. Und das ist falsch. Bis dahin war es richtig, es war 535. Damit steht es 2:2. Das heißt, die Das nächste war auch Runde Behinderung, ganz entscheidet. ehrlich. In den letzten paar Sekunden hast du mir Zeit gestohlen, als du davor standest. Du hattest ungefähr 65 Übrigens, Sekunden soll ich mal Zeit. erwähnen, dass eben in dem im Stammesratsprotokoll bei meiner Nummer stand. Ich kann mir meine Nummer nicht merken. Aber ich kann meine Nummer mittlerweile auch mit E-Mail auswendig. Scheiße. Warte, 141 592 65 Bis dahin ist richtig. 535. Ja, das wäre korrekt gewesen. Oh mein Gott! So. Okay, damit kommen wir zur alles entscheidenden Runde. Ich bin wieder viel zu große Klappe hier, ey. Präsidenten der USA. Was glaubt ihr, wie viele Präsidenten der USA könnt ihr nennen? Es sind insgesamt 45. Oh, kannst du nicht Harry Potter Charaktere? Da wäre ich richtig gut. Das habe ich überlegt, aber da würde außer mir vielleicht keiner gegen dich ankommen Ja. können. Magst du Harry Potter? Geht so. Also es gibt 45, es stehen 46 in der Liste, weil einer im Prinzip mit einer Lücke dazwischen zweimal Präsident war, der dadurch als 2 gezählt wird, obwohl es eine Person ist. Und Blondie hat das erste Gebot. Wie viele Präsidenten der USA kannst du nennen? Ein. Okay. Peeves. 3. 3. Oh! Blondie, bietest du mehr als 3? Ich könnte mich jetzt so hart blamieren. Aber die 3 kriegt die auf jeden Fall hin, das ist das Problem. 4. 4. Scheiße. Okay. Kriege ich den 4. hin? Ich darf. Ja, warte, ich muss kurz in mich gehen. 4 Präsidenten musst du nennen. Boah, ich habe so Angst über den 4., ne? Kannst du ja erstmal die ersten 3 nennen? Vielleicht machst du da ja schon schwer. Müssen wir. Oh nein, warum habe ich 4 gesagt? Aber sonst hätte sie den Punkt und sie hätte gewonnen. 4 ist wirklich nicht so unglaublich schwierig. Ja, aber ich habe echt Angst, dass ich mich richtig blamiere. Okay, egal. Obama, Korrekt. Obama war natürlich die 44. Trump, Trump, korrekt, die 45. Biden. Und Biden natürlich die 46, die 3 neuesten. Jetzt wird's schwierig. Eigentlich wird's nicht schwierig. George Washington. Korrekt, George Washington war der Ich hatte Erste. so Angst. Oh mein Gott, ja! Boah, ich hatte echt Angst. Ich weiß auch nicht, ob ich noch mehr hätte. Damit Weißt du noch? gewinnt Blondie die erste Folge von Bachelor. Würden euch noch Präsidenten einfallen, ist die Frage. Also mir würden, glaube ich, noch 2 auf jeden Fall einfallen.
So aus dem Kopf, selbst wenn ich die Liste nicht geschrieben hätte. Ehrlich? Boah. Vielleicht sogar 3. Kennedy? Kennedy wäre dabei. Kennedy wäre die Hätte ich jetzt Nummer. doch auch noch gewusst. Ich muss ihn kurz finden. Kennedy. Kennedy wäre. Den hätte ich gerade noch so gekannt, tatsächlich. Wollen wir da? Da. Wäre die Nummer 35. Ah. Ja, auch hier natürlich noch die Antworten. Da möchte ich an der Stelle einmal dazu sagen, diese Quizshow ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe halt absolut nicht damit gerechnet, dass so niedrig geboten wird. Ich habe allerdings schon eine Idee, wie ich das eventuell ändern kann, wie ich dafür sorgen kann, dass höher geboten wird. Und zwar mit einer kleinen Änderung an den Regeln. Das werde ich dann in der nächsten Folge umsetzen. Und ich hoffe dann, dass da ein bisschen mehr geboten wird und vielleicht sogar ein bisschen auch gepokert wird mit ein paar mehr, als man sich eigentlich zutrauen würde. Weil das ist ja das, was diese Quizshow eigentlich spannend machen würde. Gut, dann sehen wir uns in einem weiteren Video wieder. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert, lasst ein Like da, kommentiert. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge für Kategorien, die wir mal machen könnten. Gut Fahrt! Und 1, 2, 3. Tschüss!